Hallo Blasterfreunde, ich bin's wieder, euer Dom von Blasterparts. Versteckt hinter der Regenerator. Hier, Riesenblaster von Zuru, 1000 Kombos, da zählen wir gleich mal nach. Das Unboxing von der Regenerator dauert jetzt eine Weile, deswegen Musik ab. Das ist ja ganz schön viel Blaster fürs Geld. Also was haben wir jetzt hier alles? Wir haben hier 2 Päckchen mit Darts, 48 Stück insgesamt. Haben wir hier den Blaster selber, eine klassische Schulterstütze, ein Stangenmagazin, da sehen wir das schon ein bisschen anders als bei Nerf. Das kommt nämlich hier von der Seite rein. So, ein zweites davon, das kommt hier unten rein. Zur Aufbewahrung. Dann haben wir hier einen kurzen Lauf. Der wird hier vorne, zack, draufgeschoben. Auf diesen passt wunderbar dieses kleine Scope. Zack. Genauso die Darthalter. Die kommen hier einfach und zack, schön an die Seite. Wir haben auch einen langen Lauf. Der kann hier oben nochmal dazu. Zack. Ein langes Scope. Kann man ebenfalls durchgucken. Hat ein kleines Fadenkreuz. Das kommt dann hier oben. Dann haben wir hier noch ein Zweibein. Das kann man aufklappen. Und zu guter Letzt den Griff. Der wird hier einfach reingestaubt und schon kann man den Blaster durchladen. Dann wird es mal Zeit, das gute Stück zu beladen. Hier, los geht's mit den Darts. Hier haben wir schon die ersten Halter. Da können schon Darts rein. Wem das noch nicht genug war, hier hinten gibt es auch noch ein paar versteckte Halter. Wir brauchen aber mehr Darts, das reicht nicht für die Magazine. Ein Glück waren so viele dabei. Also, los geht's. Nee. Na dann rein mit dem Magazin. So. Wie schnell kriegen wir jetzt aus der Sniper eine Shotgun? Und los geht's! Shotgun! Zeit für den Chronitest. Zwischen 72 und 77 FPS, also weit abseits von dem, was Nerf so liefert. Wir haben hier 2 Läufe, wir haben 2 Magazine, wir haben 2 Griffe und wir haben 2 Visierungen, also doppelt so viel Spaß. Das Ding wird natürlich nicht kompatibel sein mit anderen Marken, vor allem nicht mit Hasbro. Aber wir wären ja nicht Blasterparts, wenn wir da nicht die Lösung hätten. Es gibt nicht nur Tuning bei uns, sondern es gibt auch hier hinten für die Schulterstütze einen passenden Adapter. Damit könnt ihr eure Nerf-Sachen dran machen. 2026. Ungefähr vor einem Jahr haben wir angefangen, den Kanal wieder mit Videos zu befüllen. Ihr habt das anscheinend gemocht, sonst wärt ihr nicht so häufig gekommen. Das freut mich sehr. Uns macht das auch sehr viel Spaß hier, uns mit den ganzen Nerf-Blastern zu beschäftigen, das ganze Modding-Material und der ganze Blödsinn, der hier passiert. Das wäre alles ohne euch gar nicht möglich gewesen. Deswegen freuen wir uns wahnsinnig über jeden Like, über jedes Kommentar und vor allem auch über jedes Subscribe. Und ich hoffe, wir haben zusammen ein super cooles und spannendes Blasterjahr. Aber von mir persönlich ein kleiner Vorsatz fürs neue Jahr. Ich werde versuchen, eure Kommentare öfter zu beantworten und ein bisschen schneller. Also, wir sehen uns im nächsten Video.